Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr selber schnell und einfach Windlichter herbstlich dekorieren könnt. Ja, und mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 17 cm und der Durchmesser beträgt 15 cm. Ja, und die meisten Arbeitsmaterialien befinden sich auch bereits auf meinem Arbeitstisch. Jedenfalls werde ich an Grün Winterheide verwenden. Das hier vorne ist Besenheide. Dann haben wir hier Blüten vom Sonnenhut und nicht zu vergessen etwas Mannstreu. Das sind jetzt im Übrigen alles Materialien, die stammen aus meinem Garten. An mein Glas mache ich mir jetzt mal als erstes ein Gummiband dran. Ist jetzt auch vollkommen egal, wie breit euer Gummiband ist. Ich hatte jetzt halt noch in meiner Werkstatt, ja, ich sag mal, dieses ganz breite Gummiband. Und an das Gummiband wiederum befestige ich Schmuckdraht. Die Farbe des Schmuckdrahts bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Das ist jetzt ja vollkommen Latte. Jeder hat ja letzten Endes auch einen anderen Geschmack. Ich verwurste den hier mal eben dran. Ja, ich mache auch mal einen kleinen Knoten hier noch hinzu. Sicher ist sicher. Willst du denn mal? Danke. Ja, das sollte jetzt schon mal halten. Wenn ihr im Laufe der Zeit das Ganze auch mal abbaut, ich würde dann das Gummiband, wenn es noch brauchbar sein sollte, einfach mal aufheben und beiseite legen. Man muss das ja nicht immer alles, ja, ich sag mal, direkt entsorgen. Dann haben wir jetzt hier die Winterheide und die wird jetzt hier komplett unter dem Gummiband erstmal eingearbeitet werden. Die anderen Materialien kann ich ja ruhig schon erzählen. Die werden nachher mit dem Bindedraht festgewickelt werden. Aber ich werde jetzt hier mal als erstes die Winterheide unterhalb meines Gummibandes legen, befestigen, wie auch immer. Ist jetzt auch wirklich egal, wie lang die Winterheide ist. Aber meine, die hat sich im Laufe der, ja, man kann schon sagen, Jahrzehnte, die hat sich richtig gut ausgebreitet. Und es war jetzt sowieso mal an der Zeit, da auch mal ein bisschen was abzuschneiden. Und bevor ich das jetzt einfach in die Biotonne geschmissen hätte, das wäre jetzt vollkommen sinnfrei gewesen, habe ich mir gedacht, man kann sie ja auch mal zum Basteln verwenden. Was man auch mit der machen kann, wenn man sie zurückgeschnitten hat und man will aber jetzt gar nichts irgendwie damit machen, man kann die erstmal beiseite legen, dann trocknet das Ganze ja nun mal im Laufe der Zeit ein. Dann fallen ja wiederum im Laufe der Zeit auch mal die kleinen Blättchen ab und dann könnt ihr das einfach ohne die Blätter auch zum Dekorieren verwenden. Das sieht dann auch richtig klasse aus. Man kann ja in Kränze dann auch einfach so kleine dünne Äste mit einarbeiten oder was auch immer. Und da sehen dann die Zweige von der Winterheide auch richtig toll aus. Ja, einfach dann mal, sag mal, eine Tüte oder sowas reinlegen und dann irgendwo zum Trocknen deponieren, bis man die halt letzten Endes benötigt. Kann man dann eine schöne Winterdeko mit erstellen oder für einen Adventskranz, whatever. Es gibt halt Sachen, die kommen bei mir nicht in die Biotonne. Ja, so sieht das Ganze jetzt schon mal aus und als nächstes werde ich mir meine Besenheide, ich sag mal so etwas zurechtlegen und das Ganze wird dann jetzt ein paar Mal mit dem Schmuckdraht umwickelt werden. Ich muss mal schauen, wie oft ich da jetzt letzten Endes drumherum wickeln werde. 4, 5 Mal mit Sicherheit. Dann hier einfach schon mal die Besenheide, ich sag mal so etwas justieren und ein paar Mal mit dem Schmuckdraht befestigen, umwickeln. Und ja, dann kommen halt die weiteren Materialien nach und nach hinzu. Nun kommt die Besenheide hinzu und die stecke ich jetzt hier einfach nur so zwischen die Winterheide. Und die wird dann auch gleich mit dem Schmuckdraht umwickelt werden. Es sei denn, man will das Ganze jetzt lieber so abstehend lassen. Ach, und falls ihr jetzt so wie ich auch noch so Reste von der Winterheide haben solltet, die würde ich jetzt auch einfach schon mal so nach und nach mit einarbeiten. Die kann man ja jetzt letzten Endes auch noch aufbrauchen. Oder wenn man jetzt hier Stellen haben sollte, wo man denkt, na, da hätte ich es jetzt doch lieber ein bisschen plüschiger gehabt, dann jetzt einfach hier nach und nach erstmal hineinstecken und dann halt wieder mit dem Schmuckdraht locker flockig umwickeln.
Den Schmuckdraht schneide ich nun ab und befestige ihn an den bereits dran gewickelten Draht. Mache jetzt auch gleich so einen kleinen Knoten hinein. Ja, oder ich muss mal gucken, ich werde das jetzt hier einfach miteinander, ich sag mal, verfrickeln, verwursteln, verzwirbeln, damit das dann nachher auch gut dran sitzt. Soll ja nicht im schlimmsten Fall auseinandergehen. Ne? Warum ist der hier gerade rausgeflogen? Hier haben wir ja auch noch irgendwo Schmuckdraht. Na, komm schon. Gehst du da wohl durch? So, Dankeschön. Und das Ende, das stecke ich jetzt hier einfach irgendwo mit hinein. So, ich muss den hier mal eben wieder stramm ziehen, weil sonst wickelt der sich super ätzend ab, der Schmuckdraht. Wir haben ja hier oben so eine Kerbe. Zack. So, sollte halten. Gibt nichts Schlimmeres, wenn sich der Draht abwickelt. Dann hat man so richtig Spaß. So, dann werde ich jetzt den Mannstreu und auch hier die Blüten vom Sonnenhut einarbeiten. Stellenweise habe ich hier dieses Verblühte schon abgezupft vom Sonnenblut. Sonnenblut? Sonnenhut, nicht Sonnenblut. Ich frage mich gerade, ob es eine Pflanze gibt, die Sonnenblut heißt. Einfach hier wirklich so abfriemeln, abzupfen. So. Muss ich mal gucken, ob ich den noch zurechtschneiden muss. Dann haben wir hier den Mannstreu. Muss ich stellenweise wahrscheinlich auch noch etwas einkürzen und diese Materialien, wer hätte es gedacht, jetzt hier auch einfach wieder hineinstecken. Ne, und je nachdem, wie lang das hervorschauen soll, einfach mal was abschneiden oder halt nicht. Ich sag mal so frei Schnauze jetzt einarbeiten. Ihr könnt das Ganze auch immer hier noch nach unten drücken, wenn ihr das hier unten etwas plüschiger haben möchtet. Und ja, wie gesagt, jetzt hier wirklich die, das Materialien nur so ganz entspannt hier in das Kränzchen, sage ich jetzt einfach mal, einarbeiten, hineinstecken. Ich fülle in mein Glas jetzt noch etwas Sand hinein, aus dem ganz einfachen Grund, damit die Kerze da halt nachher auch gerade drin stehen kann. Und der Sand hat auch letzten Endes den Vorteil, wenn der Kerzenwachs halt, ja, die Kerze mal hinunterläuft, dann hat man halt den Kerzenwachs auf dem Sand liegen und halt nicht auf dem Glas, weil das macht echt keinen Spaß. Kerzenwachs, habe ich jetzt Kerzensand vorhin gesagt? Keine Ahnung. Jedenfalls macht das keinen Spaß, Kerzenwachs von einem Glas wiederum abzufriemeln. Ja, und dann bin ich jetzt auch mit dieser Dekoration soweit fertig. Und ja, für euch geht es ja direkt weiter mit der zweiten Dekoration. Bei meiner zweiten Deko-Idee hat das Glas eine Höhe von 11 cm und der Durchmesser beträgt 9,5 cm. Ja, und um dieses Glas werden nun mit der Heißklebepistole Walnüsse geklebt werden. Allerdings nicht direkt an das Glas, sondern ich werde immer hier seitlich an die Walnüsse etwas Heißkleber machen und zack, klebe ich halt dann aneinander fest. Theoretisch gesehen könnte man das Ganze jetzt auch wirklich am Glas ja, befestigen, aber man will das Ganze ja im Laufe der Zeit auch mal wieder abbauen. So, Heißklebepistole, komm mal her. Jetzt habe ich hier aber eine unschöne Walnuss, ne? Die kommt mal eben beiseite. Wieder jetzt auf die Finger aufpassen und dann einfach mit Ruhe und Geduld hier peu à peu mal drumherum einarbeiten. Ich halte das jetzt auch eine Weile fest, bis ich halt merke, bis ich halt merke, der Heißkleber ist halt fest geworden, beziehungsweise die können jetzt nicht mehr wegkullern, also halt die Walnüsse. Man könnte sowas jetzt auch mit anderen Nüssen machen, zum Beispiel, ich sag mal mit Haselnüssen. Einfach das, was ihr halt für schön empfindet. Ihr könnt jetzt dreimal raten, wer an seine Fingerkuppe etwas Heißkleber bekommen hat, nämlich ich. Und ich habe selber noch erwähnt, seid vorsichtig, wenn ihr mit dem Heißkleber arbeitet. Ich muss zugeben, es zwiebelt ein wenig, aber man kennt ja keinen Schmerz. Insofern
machen wir jetzt hier die letzte Walnuss mal dran. Das ist ein bisschen friemelig. Auch wieder ganz toll mit dem Heißkleber an den Händen, eventuell. Bei der letzten Walnuss, da habe ich jetzt ein bisschen gepuzzelt, aber ich hatte jetzt noch ganz, ganz viele Walnüsse in meiner Werkstatt. Und ich habe jetzt zum Glück auch halt hier eine passende gefunden. Jetzt muss ich mal eben noch einen Moment warten, ja, bis ich hier weiter dekorieren kann, bis halt letzten Endes der Heißkleber fest geworden ist. So, was ist denn das hier? Und ja, für euch geht es ja direkt weiter. In die Zwischenräume wird jetzt Besenheide eingearbeitet werden und eventuell kommt nachher noch ein wenig Schleierkraut hinzu. Das sind aber jetzt Reste aus einem vorherigen Projekt und dieses Schleierkraut ist auch mittlerweile eingetrocknet. Ja, ihr werdet es ja gleich sehen, ob ich das Schleierkraut eingearbeitet habe oder halt nicht. Und dann hier einfach nach und nach die Besenheide hier einfach nur in diese Zwischenräume, hineinstecken. Stammt jetzt auch wieder aus meinem Garten. Ich habe nämlich jetzt im Vorgarten mir so einen kleinen Heidegarten angelegt. Ich könnte mal davon ein Foto machen. Ich hatte damals auch überlegt, ob ich das für euch, ja, filmen werde. Aber ich musste jetzt auch ein Jahr warten, bis ich halt wieder Heide kaufen konnte. Der Vorgarten, der hat jetzt insgesamt, ja, die Gestaltung von 2 Beeten hat jetzt insgesamt, ja, kannst du sagen, über ein Jahr gedauert. Ich hatte letztes Jahr halt schon damit angefangen. Und dann gab es halt keine Besenheide mehr zu kaufen, beziehungsweise allgemein gab es keine Heide mehr zu kaufen. Aber das hätte man schlecht filmen können im Vorgarten. Da fahren dann immer Autos entlang, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ist dann auch ein bisschen doof für mich. Außerdem werde ich auch nervös, wenn mich die Leute dann beim Filmen so beobachten. Oder im schlimmsten Fall bleibt noch irgendein Nachbar dann bei mir stehen. Ist ja dann auch eher ungünstig, zumindest für mich. Und ja, ich mache da irgendwann mal ein Foto von, wenn ich dran denken sollte. Ne? Wer kennt es nicht? In 10 Sekunden habe ich es wahrscheinlich wieder vergessen. Und dann gebe ich aber jetzt auch mal Gas an dieser Stelle. Also ich denke, das Schleierkraut passt da auch ganz gut hinein und für mich hatte es jetzt auch den Vorteil, dass ich mal anfangen konnte, die Reste aufzubrauchen. Ich habe jetzt noch nachträglich die kleinere Herbstdeko auf dieser Baumscheibe platziert. Ja, und alle benötigten Materialien für die beiden Projekte findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.